Nirgendwo in Taiwan ist man China so nah wie auf der Insel Kinmen. Und genau deshalb möchte ich meinen Podcast zu der kleinen Insel starten, die ich seit einigen Jahren meine Heimat nenne. Nicht nur geografisch, sondern auch kulturell und historisch gibt es unglaublich starke Verbindungen zum chinesischen Festland. Und darüber möchte ich sprechen in meinem neuen Kinmen Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Traveling Kunst Podcasts auf Deutsch. Mein Name ist Ferdinand Kunz und ich lebe seit 2023 auf der Insel Kinmen in Taiwan. Eigentlich hatte ich nie vor, hier zu leben. Mittlerweile ist die Insel aber sowas wie eine Riesenobsession für mich geworden. Ich habe wegen Kinmen meinen YouTube-Channel gestartet, bisher nur auf Englisch, wollte aber schon lange mal Inhalte auf Deutsch machen. Und genau deshalb habe ich diesen Podcast hier gestartet. Wir sprechen über Kinmen und ich möchte euch ein bisschen mehr über die Insel und das Leben dort erzählen. Für die nächsten Wochen habe ich unterschiedliche Episoden vorbereitet über alle möglichen Aspekte des Insellebens. Ich richte mich einerseits an Leute, die einfach mehr über die chinesisch-taiwanesischen Beziehungen wissen möchten. Ich richte mich aber andererseits natürlich auch an alle Reisebegeisterten, die vorhaben, nach Kinmen zu kommen und diese Insel zu entdecken. Das hier könnt ihr gerne als Guide für euren Besuch nutzen. Wer nicht so lange warten möchte, kann schon jetzt meine Kinmen Travel Tales Playlist sich zu Gemüte führen. Dort gibt es mehr Informationen rund um Kinmen, eben auf Englisch, aber in wesentlich besserer Videoqualität und mit deutschen Untertiteln. Also wenn ihr Zeit habt, schaut rein, es lohnt sich. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Hier im Podcast in den nächsten Wochen gibt es ein bisschen mehr auf die Ohren. So, ich hoffe natürlich, dass ich euch irgendwie wiedersehe oder wieder höre. Warum diese Begeisterung für Kinmen? Warum dieser Podcast? Ich will ehrlich sein, für mich ist Kinmen sowas wie eine Art verstecktes Fenster Taiwans. Man übersieht es sehr leicht auf der Landkarte. Wenn man aber nach Kinmen kommt, merkt man ganz schnell, wenn man mal von Kinmen auf Taiwan schaut und man von Kinmen nach China schaut, bekommt man ganz neue Eindrücke von einem ganz anderen Blickwinkel, eben ein ganz anderes Fenster. Andererseits, wenn man in Taiwan ist oder man in China ist und auf Kinmen schaut, bekommt man einen anderen Eindruck und je näher man an das Fenster herantritt, je mehr man sich mit Kinmen beschäftigt, desto mehr neue, ganz unterschiedliche Einblicke eröffnen sich. Deshalb hoffe ich natürlich, dass ihr bei mir bleibt und euch meinen Podcast zu Gemüte führt. Weil es eben so viele unterschiedliche Geschichten und so viele Ansichten über Kinmen gibt, habe ich versucht, das Ganze in verschiedene Episoden zu packen. In dieser ersten Episode gebe ich euch die wichtigsten Rahmendaten zur Insel Kinmen und versuche euch auch so ein bisschen einen Ausblick zu geben über das, was kommt. Weil Kinmen eben so unglaublich vielschichtig ist und weil es so viel zu erzählen gibt, habe ich versucht, das Ganze in verschiedene Episoden zu packen. In dieser ersten Episode sprechen wir mehr über allgemeine Dinge und ein paar Grundlagen und natürlich gebe ich euch einen kleinen Ausblick über das, was kommt. Ich werde hier relativ wenig über mich sprechen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich China sage und nicht China. Ich komme nämlich aus jedem Teil Deutschlands, der sich damit rühmt, dessen Hochsprache nicht richtig sprechen zu können. Trotz meiner sprachlichen Defizite und meiner sehr einfachen Ausrüstung hoffe ich, dass ihr bei mir bleibt, denn wir haben ein paar echt coole Themen auf der Agenda. Kinmen ist super spannend, also lasst uns über Kinmen sprechen. Fangen wir mit dem Thema Geografie an. Kinmen befindet sich direkt vor der Großstadt Xiamen an der Grenze zu China, gehört aber zu Taiwan. Und Kinmen ist eigentlich keine Insel, sondern eine Inselgruppe. Wenn man von der Insel Kinmen spricht, spricht man normalerweise von der Hauptinsel Da-Kinmen. Daneben befindet sich die kleine Insel Xiao-Kinmen, die oft auch einfach nur Liyue genannt wird, nach der Gemeindeverwaltung vor Ort. Seit 2022 sind die beiden Hauptinseln Da-Kinmen und Xiao-Kinmen durch die riesige Kinmen-Brücke miteinander verbunden. Die ist 5,4 Kilometer lang und macht das Leben auf der Insel wesentlich einfacher.
Ich war im Jahr 2022 zum ersten Mal als Tourist auf Kinmen und damals musste ich noch mit der Fähre von Dajinmen nach Xiaojinmen fahren. Die Fähre fährt heute nicht mehr. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird eine eigene Folge zu Xiaojinmen geben. Wir werden auch mit der Fähre nach China fahren. Das kann man nämlich. Chinesen sind die wichtigste Touristengruppe. Wir haben also einiges vor uns. Zur Inselgruppe gehören außerdem noch weitere kleinere Inseln, über die wir auch sprechen werden. Manche liegen sehr nahe, wie die Dadan-Inseln, die sind nur ein paar hundert Meter entfernt und ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Man kann die aber nur im Rahmen einer gebuchten Tour erreichen. Ich war selber noch nicht dort, unter anderem, weil die Ausflüge nach Corona bis 2024 ausgesetzt waren. Nicht alle Inseln sind zugänglich für Touristen. Einerseits wegen fehlender Infrastruktur, manche Inseln sind einfach zu klein und unbewohnt. Andere sind tatsächlich immer noch militärisches Sperrgebiet. Aber keine Sorge, Kinmen ist heute absolut sicher. Auf Details komme ich später noch zu sprechen. Die am weitesten entfernte Insel ist die Insel Wuzhou. Die ist 130 Kilometer von der Hauptinsel entfernt, gehört aber trotzdem zum Kinmen County. Ich war selber noch nicht dort. Man kann wohl dahin reisen mit einem Art Militärboot, ist aber ziemlich aufwendig. Mal schauen, ob es nicht jemals dahin verschlägt. Das Besondere an Kinmen ist natürlich diese unglaubliche geografische Nähe zu China. Am nächsten Punkt im Nordosten der Insel, am Mashan Outpost, sind es wirklich weniger als 2 Kilometer. Man ist Xiamen in China unglaublich nahe. Der Mashan Outpost ist heute eine Touristenattraktion, war aber früher eine Militärfestung. Über den Mashan Outpost und andere ehemalige Militäreinrichtungen werden wir natürlich auch in einer eigenen Episode sprechen. Kinmen war lange Zeit militärisches Sperrgebiet und ihr habt sehr viel ehemalige Tunnelanlagen und Bunkereinrichtungen, die heute Touristenattraktionen sind. Außerdem sprechen wir über das Thema Propaganda und wenn ich Zeit habe, möchte ich auch noch eine eigene Episode über Theresa Teng aka Teng Li-chun machen, eine verstorbene Mandopop-Ikone, die sehr berühmt ist in Taiwan und auch in China. Ich habe sie vorher nicht gekannt, aber sie hat eine besondere Beziehung zu Kinmen. Aber alles zu seiner Zeit. Um Kinmen richtig zu verstehen, muss man wissen, dass die Insel eine essentielle Rolle in der Beziehung von China und Taiwan einnimmt. In der nächsten Folge werde ich mehr über die jüngste Geschichte von Kinmen sprechen, aber hier schon mal die extreme Kurzfassung. Die Schlacht am Strand von Huningtou auf Kinmen im Jahre 1949 war die letzte Schlacht des chinesischen Bürgerkriegs. Die Rote Armee unterschätzte die bereits angeschlagene KMT und versuchte in einem schlecht koordinierten Angriff Kinmen rasch einzunehmen, doch der Angriff scheiterte. In den folgenden Jahren blieb Kinmen lange Zeit ein Schauplatz von Gefechten und wurde sogar Wahlkampfthema in den USA in den 1960er Jahren. Das Kriegsrecht auf der Insel war bis 1995 praktisch in Kraft, sogar länger als auf dem taiwanesischen Festland. Und erst im Jahre 1995 kamen dann auch die ersten Touristen. Ein Riesenboom setzte dann im Jahr 2001 ein. Seitdem fährt nämlich die Fähre nach Xiamen und es gibt spezielle Abkommen, die es sehr einfach für chinesische Touristen machen, Kinmen zu besuchen. Seitdem sind auch die Chinesen die größte Touristengruppe und seitdem kann man auch sagen, dass Kinmen eine richtige Touristeninsel ist. Es ist besonders wichtig zu verstehen, dass es sehr enge wirtschaftliche und familiäre Beziehungen zwischen Xiamen und Kinmen gibt. Viele Kinmenesen haben Familie, haben Geschäfte und Immobilien auf dem chinesischen Festland. Genauso ist auch so, dass ein Großteil des Trinkwassers auf Kinmen aus China importiert wird. Es gibt zwar einige Baggerseen, die Chiang Kai-shek hat auf der Insel errichten lassen, die reichen aber bei weitem nicht aus. Wir werden
auch eine Episode über die Rolle der Ausland-Kinmenesen machen. Nicht nur in China, sondern auch in Ländern wie Japan, Singapur, Malaysia und Indonesien haben die Insulaner ihr Glück gesucht und haben über die Jahre das Bild der Insel unglaublich geprägt. Dazu mehr später. Wenn ihr jetzt beim Thema US-Wahlkampf und Kinmen etwas stutzig geworden seid und es gar nicht mehr bis zur nächsten Episode dieses Podcasts erwarten könnt, dann googelt einfach mal Quemoy und Matsu. Dieser Satz war ein wichtiger Streitpunkt im Jahre 1960 im TV-Duell zwischen Nixon und Kennedy. Quemoy leitet sich vom Hokkien-Namen für Kinmen ab und wird heute weiterhin verwendet. Würde man Kinmen zu 100% richtig auf Hochchinesisch aussprechen, müsste man eigentlich Chinmen sagen. Allerdings nutzt auch die taiwanesische Regierung zeitweise häufig die südchinesische Aussprache Kinmen. Der Name bedeutet so viel wie das Goldene Tor und wurde erstmals 1387 von Hongwu, dem Gründer der Ming-Dynastie, verwendet. Natürlich möchte ich auch auf die historische Rolle Kinmens in der chinesischen Geschichte eingehen und mit euch auf Spurensuche in einer eigenen Episode gehen. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, der Begriff Gold findet sich in sehr vielen Ortsnamen wieder. Auch der Hokkien-Name von Kinmen, Quemoy, ist heute noch ziemlich allgegenwärtig, vor allem in der englischen Sprache wird er häufig benutzt. Oder zum Beispiel die Universität heißt Quemoy National University. Aber genug von Geschichte und Theorie, es wird Zeit für einen Szenenwechsel. Lass uns mal einen Blick auf Kinmen werfen. Also gehen wir zurück an jenen Ort, wo meine Kinmen-Geschichte angefangen hat, an den Shuito-Hafen. Direkt nach meiner Ankunft musste ich ins Migrationsbüro, denn die Fähre nach China ist die einzige internationale Verbindung von Kinmen. Entsprechend werden hier am Hafen in diesem riesigen Betonklotz auch alle Formalitäten rund um das Thema Migration geregelt. Ich selber bin aber mit dem Flugzeug aus Taipei angereist. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe noch zwei Dinge in Erinnerung. Das eine ist diese knallorangene Lackierung der Stahlträger am Pier, die einfach nicht so richtig in dieses grau-weiße Hafenbild passen wollte. Das andere waren diese vielen Menschen mit Plastiktüten, vollgepackt mit Schnapskartons. Und das Merkwürdige war damals, dass die gar nicht so richtig nach China reisen wollen. Stattdessen sprechen sie gezielt Grenzgänger an. Der Schnaps in den Taschen und den Kartons ist Kinmen Gaoliang, der berühmte Sorghum-Schnaps der Insel, den man hier an jeder Ecke in Taiwan bekommt. Die Kinmen Gaoliang Liquor Company ist neben der taiwanesischen Armee der größte Arbeitgeber der Insel und natürlich werden wir diesem Thema auch eine eigene Episode widmen. In China ist die Spirituose ebenfalls extrem beliebt und so hat sich eine Praxis an der Grenze eingebürgert. Leute reizen für ein kleines Trinkgeld die Duty-Free-Grenze aus und liefern das Feuerwasser über die Grenze. Rechtlich eine Grauzone, praktisch Alltag. Mehrmals am Tag fahren die Fähren nach Xiamen. Die Schnapsvermittler bezahlen in Renminbi, machen ein Foto vom Schnapsträger und auf der anderen Seite wartet schon ein Abnehmer. Warum erzähle ich euch das? Einerseits zeigt es, wie eng Kinmen und Xiamen zusammenarbeiten, wie arg sich diese Verbindung eingebürgert hat, familiär, wirtschaftlich und auch im Alltag. Andererseits möchte ich auch sagen, dass man vom Konflikt zwischen Taiwan und China, von Streitereien auf Kinmen überraschenderweise relativ wenig mitbekommt. Es gibt natürlich Themen wie Schmuggel, wie illegaler Sandabbau und Fischereistreitigkeiten, wo Dinge ganz schnell hochkochen, aber darüber sprechen wir in einer dezidierten Folge. Noch ein Fun Fact, weil mich das Leute immer wieder fragen. Ja, man kann theoretisch von Kinmen nach Taiwan mit der Fähre fahren. Es gibt keine Touristenfähren, es gibt aber Güterfähren. Deshalb macht es praktisch niemand. Es ist teuer und es ist unkomfortabel. Es gibt sehr günstige Direktflüge von Kinmen in alle taiwanesischen Großstädte.
Taipei, Taichung, Taiyuan, Tainan, Kaohsiung und nach Chiayi. Und angeblich soll es auch Flüge nach Honghu geben. Den Flug habe ich aber noch nie gesehen und auch noch nie ausprobiert. Außerdem noch ein paar Informationen zur Einwohnerzahl und den Städten. Kinmen ist 153 Quadratkilometer groß. Mit dem Fahrrad braucht man rund 45 Minuten, um sie zu überqueren. Mit dem Roller, dem besten Gefährt für Touristen, kommt man in 20 Minuten fast überall hin. Selbst von einem Ende der Hauptinsel über die Kinmenbrücke bis nach Xiaojinmen dauert es höchstens eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Mehr Reisetipps gibt es dann in der Kinmen-Reiseführer-Episode, die auch kommen wird. Auf der Hauptinsel Dajinmen gibt es 4 Gemeinden. Die Hauptstadt ist Xincheng. Der andere große Ort auf der Insel ist Xincha. Dort findet man die große Shopping Mall und den einzigen McDonald's der Insel. Dessen Eröffnung 2023 war für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Riesen-Event. Meine Neffen bitten mich seitdem zum Beispiel nicht mehr, ihnen McDonald's Fastfood im Handgepäck auf die Insel mitzubringen. Offiziell hat die Insel heute insgesamt 144.000 Einwohner plus jede Menge Touristen. Die kommen nicht nur wegen den alten Militäranlagen und nicht nur wegen dem berühmten Gaoliang-Schnaps. Kinmen ist auch wirklich berühmt für seine unberührte Natur, seine Architektur und vor allem die Minenbauweise der sogenannten Western Style Buildings. Darüber sprechen wir später noch. Jetzt haben wir so viele Themen kurz angerissen und immer sage ich, oh, Episode kommt, aber ich hoffe, ihr merkt, dass die Inhalte einfach sehr unterschiedlich sind. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man auf Kinmen schaut oder ob ich eben von Kinmen auf Taiwan oder auf China schaue, gibt es ganz neue Einblicke. Und daher eben auch der Name dieses Podcasts, das versteckte Fenster Taiwans. Abschließend noch ein paar Sachen zur Recherchearbeit, denn gerade wegen des Austauschs mit China und der bewegten Geschichte Kinmens gibt es sehr viele unterschiedliche Sichtweisen. Natürlich bemühe ich mich, verschiedene Meinungen ausgewogen darzustellen. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass ich nicht neutral bin. Ich kann auch gar nicht neutral sein. Ich bin dauerhafter Bewohner Taiwans und genieße hier Freiheiten, die ich in China so nicht haben würde. Ich habe in Taiwan das Recht, sowohl China als auch Taiwan zu kritisieren. In China dagegen ist YouTube komplett geblockt und besonders Nachrichten rund um Taiwan unterliegen einer recht strengen Zensur. Nur so ein Beispiel. Wenn ihr mich fragt, ist Taiwan ein unabhängiger Staat, ist die Antwort für mich ganz klar ja. Und Taiwan ist unabhängig, es ist keine abtrünnige Provinz und gar nicht so Käse wie Chinese Taipei oder sowas. Also in der Hinsicht bin ich irgendwie doch parteiisch, aber natürlich bin ich nicht hier im Auftrag der taiwanesischen Regierung und sehe mich deshalb als unabhängiger YouTuber. Ich habe hier nicht vor, irgendein Politik-Talk zu machen, aber natürlich lassen sich politische Themen nicht komplett vermeiden. Ich sage das auch hier, weil ich einfach die Erfahrung aus meinen Videos habe, wo es immer wieder Kommentare und Nachrichten gibt, meistens von Leuten, die eben kein unabhängiges Taiwan möchten und eher auf der Seite Chinas stehen. Aber natürlich freue ich mich über ehrliches Feedback von Leuten, die halt nicht nur irgendwelche Phrasen rausdreschen möchten, sondern die sich wirklich mit meinen Inhalten auseinandersetzen. Ihr müsst verstehen, ich bin Amateur-Podcaster, ich arbeite nach bestem Wissen und Gewissen, aber ihr seht es natürlich an der Videoqualität, an der Audioqualität. Es ist alles irgendwie doch limitiert und genau deshalb hoffe ich natürlich, dass ihr mir Feedback gebt, an dem ich so ein bisschen wachsen kann, dass zumindest die Recherchearbeit besser wird. Ich kann euch auch sagen, aktuell plane ich so mit 10 Episoden. Das ist so ein Testrun für Podcasting. Ich will aber auch dazu sagen, dass ich langfristig eher bei meinen Videos auf Englisch bleibe, einfach weil ich gerne rausgehe und weil man da ganz andere Eindrücke bekommt. Aber ich möchte auch unbedingt mal über Kinmen auf Deutsch sprechen. So viel geredet und jetzt wird es Zeit, Schluss zu machen. Das ist das Ende der ersten Folge. Vielen Dank fürs
Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir über die jüngste Geschichte Kinmans, über die jüngste Geschichte der Insel. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Thank you so much for watching. Hope to see you soon.